Wie funktioniert meine Photovoltaikanlage bei Stromausfall? Ich werde da ans Limit gehen, ich werde das System zum Abstürzen bringen und dann auch zeigen, was dann passiert. Spannend ist, ich habe das Ganze noch nicht getestet. Ich weiß also wirklich nicht, was jetzt hier gleich auf mich zukommt oder auf euch. Ich werde euch jetzt also mitnehmen bei diesem Test und werde ganz normale Verbraucher einschalten, wie eine Spülmaschine, wenn man die überhaupt bei einem Stromausfall einschaltet. Das ist natürlich eine ganz individuelle Entscheidung dann. Und werde aber auch mal das Elektroauto laden und schauen, ob das funktioniert im Backup-Betrieb, auf die Leistungen des Systems und was das überhaupt kann, worauf du achten solltest bei diesem System. Das zeige ich dir jetzt alles hier. Viel Spaß, los geht's! Damit einmal klar wird, was ich hier überhaupt teste, möchte ich dir mein System einmal ganz kurz vorstellen. Ich habe 8,75 Kilowatt Peak an Photovoltaikleistung auf dem Dach installiert und habe hier einen Speicher drüben, das Backup-Interface von SolarEdge und den dreiphasigen Hybridwechselrichter. Ich gehe jetzt noch mal im Detail drauf ein. Erstmal der Speicher, der hat insgesamt 23 Kilowattstunden Kapazität. Und jeder, der sich schon ein bisschen mit der Thematik befasst hat, wird vielleicht jetzt merken, 8,75 Kilowatt Peak auf dem Dach und 23 Kilowattstunden Speicher, das matcht nicht so richtig. Und das ist richtig, das liegt aber daran, dass ich hier schon etwas länger einen großen Speicher auch betrieben habe und hier diesen Speicher auch wieder groß installiert habe. Und das hat einen Grund, nämlich, dass ich zeigen kann, wie sinnvoll ist eigentlich wirklich ein großer Speicher, wann macht das Sinn oder ist das wirtschaftlich eher nicht so sinnvoll. Bei einem Stromausfall, da kann natürlich so ein großer Speicher sehr sinnvoll sein, weil ich dann länger über diese Stromausfallzeit hinweg mich versorgen kann mit eigenem Strom. Aber wirtschaftlich kann ich das wirklich nicht empfehlen. Das macht keinen Sinn, so einen großen Speicher zu installieren, wenn es darum geht, dass die Anlage möglichst wirtschaftlich sein soll. Wenn du da Unterstützung brauchst, findest du auf meiner Webseite auch Kontakt zu mir. Ich berate dich da gerne. Und natürlich kannst du dich auch austauschen in meiner Sonne-Frei-Haus-Community. Die habe ich eingerichtet, kostenfrei. Dort treffen Menschen aufeinander, die sich auch gerade eine PV-Anlage anschaffen wollen oder die schon ihre Erfahrung teilen, weil sie schon eine Anlage betreiben. Ganz spannend. Komm da gerne rein. Ich freue mich drauf, dich dort zu begrüßen, da in den Austausch zu kommen. So, zu diesem Speicher nochmal. Der hat 5 Module. Und jedes einzelne Modul hat 4,6 Kilowattstunden an Kapazität, also deshalb insgesamt 23 Kilowattstunden, ist ein 48 Volt System, also ein Low Volt System und ist gekoppelt mit dem Hybridwechselrichter von SolarEdge. Das ist der Home Hub und zwar der SE8K abgekürzt. Was heißt dieses 8K? Das bedeutet 8000 Watt, 8 kW AC-seitig. Bedeutet also, ich kann maximal 8000 Watt in meinem ganzen Haushalt hier mit dem Hybridwechselrichter versorgen, wenn die Photovoltaikanlage auch gerade ordentliche Leistung bringt. Das ist wichtig zu verstehen, 8000 Watt maximal, auch im Backup-Fall. Das heißt, selbst vom Netz losgelöst könnte dieser Wechselrichter hier 8000 Watt liefern. Man sollte jetzt aber bitte darauf achten, nicht unbedingt 8000 Watt auch wirklich an Leistung zu fordern, denn da braucht nur eine Wolke kommen und schon habe ich unter Umständen hier ein Problem. Wichtig in der Nacht, wenn der Stromausfall mal länger dauern sollte, da habe ich andere Systemgrenzen, weil die B- und Entladeleistung in Kombination Speicher-Hybridwechselrichter liegt bei 5 kW, also 5000 Watt. Bedeutet also, da muss ich aufpassen, das ist wichtig zu wissen und zu verstehen, dass ich da nicht zu viele Verbraucher anschließe, weil ich sonst Probleme bekomme. Gerade mit einer Wärmepumpe oder mit einem Elektroauto ist man da sehr, sehr schnell an diesen Grenzen dran. Jetzt ist natürlich auch hier die Frage, wie wichtig ist das in so einem Backup-Fall, das Elektroauto zu beladen oder eine Wärmepumpe zu betreiben? Aber das kommt sicherlich auch darauf an, wann ist denn eigentlich dieser Stromausfall? Im Winter möchte man sicherlich auch heizen. Also das bitte mit bedenken. Und da freue ich mich auch mal über den Austausch in den Kommentaren. Wie ist denn deine Meinung zu Stromausfällen? Die Energiewende schreitet voran. Wir haben immer mehr erneuerbare Energien im Netz und ganz, ganz viele Menschen haben da die Sorge, ja, wir kriegen mehr Stromausfälle. Wie ist da deine Meinung dazu? Tausch dich da gerne mal aus. Was ich nochmal wichtig finde zu sagen, Stromausfall, ja, der kann mehrere Tage gehen, aber ganz, ganz selten. Ich hatte hier ehrlich gesagt noch gar keinen Stromausfall, außer den ich selbst herbeigeführt habe und gleich herbeiführen werde. Und ich werde jetzt hier ein paar Stunden testen, keine Tage. Ich möchte zeigen, wie funktioniert das System, wie reagiert es auf den Stromausfall, wie schnell dauert dieses Umschalten und was passiert eigentlich bei Last, also wenn ich eine Waschmaschine anmache, wenn ich das Elektroauto lade und was passiert bei einer Überlast. Bricht das System zusammen und ist komplett aus? Das habe ich ja auch schon mal gezeigt mit meinem alten System, da war das Problem. Oder fährt das System komplett wieder von alleine hoch? Ich bin selbst ganz gespannt drauf, weil ich es noch nie getestet habe. Und jetzt möchte ich noch ganz kurz zum Backup-Interface was sagen.
Hier oben ist, wenn es on-grid ist, also mit dem Netz, mit dem öffentlichen verbunden, leuchtet diese LED. Sobald ich das Haus vom öffentlichen Netz getrennt habe, leuchtet die zweite LED und dadurch weiß man dann auch vom Status her, was los ist. Übrigens gibt es auch eine Push-Nachricht bei Stromausfall aufs Handy, sofern Internetverbindung besteht. Und ich kann auch online auf der Plattform bei SolarEdge sehen, dass das Netz weg ist, dass ich also nicht mehr mit dem öffentlichen Netz verbunden bin. Übrigens nochmal ganz wichtig auch zu verstehen, warum ist das so, dass das Haus vom öffentlichen Netz getrennt werden muss. Das liegt daran, wenn draußen in der Straße zum Beispiel am öffentlichen Netz gearbeitet wird und das Netz abgeschaltet wird, dann darf natürlich kein Strom von der Photovoltaikanlage ins Netz eingespeist werden. Das wäre lebensgefährlich für den Menschen, der dort arbeitet. Daher ganz, ganz wichtig, dass das Haus wirklich vom öffentlichen Netz getrennt wird, um dann ein eigenes Netz aufzubauen und zu funktionieren. Und das teste ich jetzt. Ich nehme euch rüber mit zum Schaltschrank und trenne das Haus vom öffentlichen Netz. Ich bin jetzt hier zu meinem Schaltschrank rübergegangen und zwar aus dem Grund, dass ich gleich das Haus vom öffentlichen Netz trennen möchte. Im Normalfall findet der Stromausfall natürlich nicht hier im eigenen Haus statt, sondern dann wirklich draußen im öffentlichen Netz. Damit ist das Haus dann aber auch vom öffentlichen Netz getrennt. Und das muss ich jetzt hier künstlich einmal herbeiführen, um euch das zu zeigen. SolarEdge gibt an, weniger als 6 Sekunden Umschaltzeit. Ich habe im Nachbarraum eine weitere Kamera aufgebaut und dort auch Licht an. Die blende ich jetzt gleich hier ein, damit du dann auch siehst, dass es wirklich 6 Sekunden dauert. Ich mache da auch keinen Schnitt. Hier ist das Licht an, das ist akkubetrieben, damit ich nicht im Dunkeln stehe. Jetzt lege ich los und trenne das Haus einmal vom öffentlichen Netz und dann schauen wir mal, ob es wirklich nur 6 Sekunden dauert oder was bei mir hier gerade der Fall ist. Los geht's! Da ist es aus. Ich höre es klacken und nebenan ist schon wieder Licht an, glaube ich. Ja, es geht schon wieder an. Das muss ich dann nochmal auswerten. Es fühlte sich an, als wäre es weniger als 6 Sekunden gewesen. Ich hätte jetzt gesagt 4 bis 5 Sekunden, gucke ich mir aber dann nachher mal an. Ihr habt vielleicht mitgezählt. Ja, und das Haus ist wieder mit Strom versorgt aus der Batterie. Und jetzt möchte ich natürlich auch das System ein bisschen mal testen. Das heißt, ich werde hier wirklich an die Grenzen gehen, das Elektroauto mal einstecken und beladen. Und wenn ich jetzt gerade noch Strom von der Photovoltaikanlage habe, dann habe ich hier bis zu 8000 Watt für das Hausnetz, also auf jeder Phase 2667 Watt, wie ich vorhin schon einmal gesagt habe. Und da muss ich aber natürlich trotzdem aufpassen, dass ich hier nicht zu viele Verbraucher einschalte. Aber auch das möchte ich zeigen. Was passiert denn, wenn ich zu viele Verbraucher einschalte und das System in die Knie geht? Wie kriege ich es wieder an? Geht es automatisch wieder an? Das wirst du jetzt gleich auch noch sehen. Okay, ich schalte erstmal ein paar Verbraucher ein und dann nehme ich dich dabei jetzt mit. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass das Umschalten recht schnell ging und das System läuft schon wieder hinter mir stabil im Backup-Betrieb und das tut es jetzt auch hoffentlich noch ganz zuverlässig. Ich sage hoffentlich deshalb, weil ich es noch nicht vorher getestet habe. Und bevor ich dich jetzt mitnehme, mal einige Verbraucher hier einzuschalten und zu zeigen, wie die Stromflüsse im Haus sind, möchte ich noch sagen, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn du eine Photovoltaikanlage anschaffst, was möchtest du eigentlich, was ist dein Ziel mit der Photovoltaikanlage? Möchtest du zum Beispiel auch mal bei Stromausfall abgesichert sein? Dann brauchst du vielleicht ganz andere Komponenten als ohne ein solches Ziel. Prüf unbedingt mit meiner gratis PV-Checkliste hier unter dem Video verlinkt, ob eine PV-Anlage für dich überhaupt in Frage kommt und auch wirtschaftlich Sinn macht. Und nutz gerne mein Netzwerk. Ich habe mittlerweile tolle Partner an der Hand, um dir unverbindliche Angebote einzuholen. Auch da findest du die Links hier unten oder auf meiner Seite www.sonnefreihaus.de. Und jetzt testen wir hier mal ein bisschen mit verschiedenen Verbrauchern. Ich freue mich drauf, dich mitzunehmen. Bevor ich jetzt hier noch mehr Geräte einschalte, möchte ich euch erstmal zeigen, was ist denn hier eigentlich gerade der aktuelle Ist-Stand. Aktuell Speicher voll 100%. Das war ja gerade noch nicht, als ich gestartet habe. Mittlerweile ist er vollgeladen. Deswegen auch nur 203 Watt an Erzeugung, weil nämlich hier überhaupt gar nicht so ein großer Verbrauch ist, nur 199 Watt jetzt. Dementsprechend kann die Photovoltaikanlage nicht mehr erzeugen. Wohin soll der Strom gehen? Also wird gedrosselt auf 199 Watt. Schade eigentlich, denn gerade könnte da deutlich mehr gehen. Aber ist jetzt so, wie es ist. Ich schalte jetzt noch ein paar Geräte ein und dann können wir uns mal anschauen, wie sich das angleicht. Und damit das auch Sinn macht hier, mache ich einfach mal eine Waschmaschine an. So, Waschmaschine ein. Habe ich schon vorbereitet. So, die Waschmaschine läuft und ich habe jetzt hier mal 585 Watt an Verbrauch im Haushalt. Und auf der linken Seite war dann auch direkt die gleiche Erzeugung zu sehen. Ich werde jetzt noch ein paar andere Verbraucher einschalten, wie zum Beispiel mal einen Wasserkocher und später dann auch noch das Elektroauto. Und ich werde natürlich später auch noch mal das System hier richtig in die Knie zwingen, indem ich mehrere Verbraucher gleichzeitig auf einer Phase einschalte, auch beziehungsweise auch einfach mal ans Limit gehe mit den 8000 Watt.
Und die Waschmaschine heizt natürlich auch und beim Heizen wird ordentlich Strom gebraucht. Jetzt gerade 2,04 kW, also 2040 Watt. Und das wird aber durch die Photovoltaikanlage hier einerseits bedient, also 1090 Watt aus der Photovoltaikanlage und die Differenz dann aus dem Speicher. Warum nur so wenig? Ja, jetzt gerade ist bewölkter Himmel, das passt hier also auch ganz gut mit der Anzeige. Und daher kommt die Differenz aus dem Speicher. System ist stabil, läuft alles. Die Waschmaschine ist durch, das hat soweit super im Backup geklappt. Allerdings gab es einen kurzen Ausfall nochmal vom Strom, aber den habe ich gar nicht so richtig filmen können. Das ging nämlich einmal aus alles und wieder an. Liegt vielleicht daran, dass da kurz der Föhn eingeschaltet wurde. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich das Elektroauto einschalte und ob da das System gleichzeitig in die Knie geht oder ob das funktioniert. Ich habe im Keller nochmal die zweite Kamera aufgestellt, um gegebenenfalls dann den Ausfall auch zu filmen. Ich stecke jetzt das Auto ein. Und weil der Elektriker die Wallbox gar nicht erst in den Backup-Kreis sozusagen integriert hat, muss ich jetzt hier mit dem Adapter von VW laden über die normale Schuko-Steckdose. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß nicht, was drinnen gerade passiert, ob da jetzt schon das System abgeschaltet hat. Ich warte mal noch einen kleinen Moment hier, ob das Laden gestartet wird. Oh ja, Ladedauer 3 Stunden. Das werde ich jetzt mal ein paar Minuten testen, um zu zeigen, dass das Laden klappt, und dann möchte ich auch eine Überlast herbeiführen, ganz bewusst mal, um zu gucken, was dann mit dem System passiert. Da ich das Auto jetzt gerade über die normale Schuko-Steckdose belade, ist es hier auch als ganz normaler Hausverbrauch angezeigt und nicht hier über die Wallbox. Ich habe jetzt 2420 Watt. Insgesamt kommen 1320 Watt auch noch aus der Photovoltaikanlage und 932 Watt aus dem Speicher. Funktioniert. Jetzt muss ich nur aufpassen, weil pro Phase gehen ja maximal 2667 Watt. Und das Auto hängt jetzt am Carport in der Steckdose. Das heißt, dort sollte ich jetzt auf jeden Fall auf der Phase aufpassen, dass nicht noch ein zusätzlicher Verbraucher da anspringt. Ja, das Beladen des Elektroautos, das hat jetzt geklappt. Seit über 10 Minuten lade ich. Und jetzt möchte ich mal hier eine bewusste Überlast erzeugen, damit das System mal gezwungen ist, neu zu starten. Und da möchte ich natürlich schauen, was da passiert. Nehme ich euch mit. Um jetzt eine Überlast zu provozieren, mache ich hier den Wasserkocher an, gleichzeitig den Toaster, und dann gucken wir mal, was da passiert. Ja, da haben wir unseren Stromausfall. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert jetzt? Wird jetzt das Licht wieder von alleine angehen hier? Ich bewege mich mal runter in den Keller. Okay, hier geht gerade nichts. Da ist natürlich jetzt die Frage, was hier los ist, warum es nicht wieder neu startet. Wir sind noch im Backup. Die Speicher sind an. Jetzt ist natürlich spannend zu wissen, wann das jetzt hier wieder losgeht. Ich gehe mal zum Schaltschrank. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen. Kann ja sein, dass da im Gerät von SolarEdge ein Schutz verbaut ist. Ich höre es hier so zwischendurch klacken im Wechselrichter. Aber ich kann es nicht einordnen. Ob das bedeutet, dass hier jetzt gleich wieder was eingeschaltet wird. Okay, mittlerweile ist einiges an Zeit verstrichen und das System ist noch nicht wieder hochgefahren. Ich werde jetzt also gleich den Netzanschluss wieder herstellen und dann gucken, ob das System dann hochfährt. Vorher teste ich aber noch eine Sache hier, nämlich das System einmal auf 0 zu schalten und es dann wieder einzuschalten. Jetzt schalte ich es wieder ein. Hier tut sich nichts. Beim Wechselrichter blinkt hier unten diese Leuchte. Auch hier werde ich einmal ausschalten und wieder neu starten. Et voilà. Okay, nach der Überlast muss also das System einmal neu gestartet werden. Funktioniert aber. Ich habe das Netz immer noch nicht wiederhergestellt. Ich bin immer noch im Backup-Modus. Und so müsst ihr also vorgehen bei einer Überlast. Wenn das System ausgeschaltet hat, dann den Wechselrichter einmal neu starten und dann funktioniert wieder alles. Ja, das war selbst für mich spannend. Hier einmal diese Überlast erzwungen und dann erstmal nur Dunkelheit, rein in den Keller und einmal das System per Hand neu starten. Hat aber dazu geführt, dass alles wieder läuft. Ich bin immer noch off-grid. Und an der Stelle komme ich zum Fazit. Also das System funktioniert, wie es funktionieren soll. Zwischendurch hatte ich einen kurzen Ausfall und es hat wieder komplett neu gestartet. Den kann ich mir noch nicht so ganz erklären, wo der herkam, dieser Neustart.
und vor allen Dingen, weil es jetzt bei der erzwungenen Überlast dazu kam, dass ich wirklich per Hand einmal einen Neustart dann am Gerät durchführen musste. Und das ist aber mal ganz spannend zu wissen, denn ansonsten steht man da und denkt, Mist, muss ich jetzt den Netzanschluss wieder herstellen, beziehungsweise muss ich jetzt so lange warten, bis das öffentliche Netz wieder da ist. Nein, muss ich nicht. Man hat gesehen, alles war noch an und konnte ich per Hand hier neu starten, das System wieder hochfahren. Macht ja auch Sinn, damit ich erstmal noch Zeit habe, die Last, die dort anlag und die zur Überlast geführt hat, dass ich die eventuell ausschalten kann, das Gerät ausschalten kann, beziehungsweise den Stecker ziehen kann, damit es nicht sofort zur nächsten Überlast kommt. SolarEdge hat hier, finde ich, ein ganz schönes Backup-System aufgebaut. Ich finde, es funktioniert und vor allen Dingen konnte ich euch auch zeigen, wie ich es hier nutze. Und jetzt werde ich das System aber nicht wieder ans Netz bringen, sondern mir juckt es jetzt ein bisschen in den Fingern, das auf jeden Fall noch über die Nacht weiterlaufen zu lassen. Und wenn dich das noch interessiert, dann schau unbedingt in meiner Sonnefreihaus Community vorbei auf www.sonnefreihaus.de. Da werde ich das nämlich dann teilen, was hier noch so passiert ist. Genauso wie auf Instagram. Und übrigens ganz wichtig, denk dran, hier unter dem Video wichtige Links, vor allen Dingen, wenn du unverbindlich PV-Angebote aus meinem Netzwerk haben möchtest. Nutzt das gerne. Bis bald, sonnige Grüße.